Charlottenburg-Wilmersdorf ist einer der vielseitigsten, aber auch, wie man sieht, grünsten Bezirke Berlins. Und üblicherweise stromern wir durch Straßen, entdecken Plätze oder erforschen urbane Mikrokosmen. Heute ist das alles aber etwas anders, denn wir lernen in unserer ersten neuen Folge 2023 in Einfach dein Kiez das Ökowerk kennen, hier am Teufelsberg, und das liegt mitten im Wald. Aber bevor wir dieses Informations- und Bildungszentrum in aller Ausführlichkeit erforschen, fragen wir doch mal die Charlottenburger, wo es sie hinzieht, wenn sie ihrem Kiez mal den Rücken kehren wollen. Dann geht's aufs Land, dann geht's raus in die Natur. In den Grunewald, um die Seen herum. Dann geht es entweder nach Mitte oder nach Kreuzberg, einfach um dann den anderen Input zu haben. So Richtung Potsdam hat man schöne Ecken, dann oben Gradensee ist ganz hübsch. Wenn man mal raus will aus Charlottenburg und tatsächlich kann und kein Baby dabei hat, dann kann man ins Sisyphos gehen und feiern. Oder wenn man es ruhiger haben will, so wie jetzt, in Grunewald fahren, spazieren gehen, an See fahren. Genau, richtet sich nach der Lebenssituation. Wer nun nach diesen Anregungen noch ein Ausflugsziel fürs Wochenende sucht, dem sei das 1985 gegründete Ökowerk ans Herz gelegt. Hier auf dem Gelände des ehemaligen Wasserwerkes am Teufelssee angesiedelt, befindet sich dieses Naturschutzzentrum mit einem vielfältigen Freizeit- und Bildungsangebot. Hallo Heidrun! Hallo! Danke, dass wir hier sein dürfen. Was genau können denn die Besucher erwarten, wenn sie herkommen? Unfassbar viel. Wir haben zum einen die alten Dampfmaschinen und das alles, weil das war ja mal ein Wasserwerk. Und das ist das älteste noch erhaltene Wasserwerk in Berlin und steht natürlich unter Denkmalschutz. Und gleichzeitig haben wir hier ein wunderschönes Naturareal geschaffen seit 1985, wo über 1000 Tier- und Pflanzenarten ihr Zuhause gefunden haben. Wer besucht euch denn eigentlich so? Also in der Woche hören wir hier sehr viel Kinderstimmen, weil wir Schulprogramme haben. Wir sind ein Umweltbildungszentrum und haben einen Schwerpunkt natürlich auf der Bildung von Kindern und Jugendlichen. Und wir haben auch ein Programm für Kinder mit besonderem Förderbedarf, das nennt sich Leben im Großstadtdschungel. Und am Wochenende ist hier ein großes Programm für Familien, da ist das Bistro offen und die Leute genießen es, hier zu sein, nehmen aber auch an Veranstaltungen teil. Und pro Jahr haben wir ungefähr 60.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände. Bei euch trifft im Grunde ja Naturschutz auf Industriekultur. Inwiefern ist das denn ein spannendes Miteinander? Naja, es ist so ein bisschen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einem Raum. Wir können zeigen, wie es losgegangen ist mit der industriellen Revolution. Wir können zeigen, wie man ökologisch nachhaltig ein Gelände entwickelt. Und demnächst werden wir hier auch ein Leuchtturmprojekt des Landes sein in Hinsicht auf den Klimaschutz. Wir bekommen eine Eisspeicherheizung, die dann dafür sorgen wird, dass 80% des CO2-Ausstoßes, den wir im Moment noch haben, eingespart werden kann. Wie kann ich denn, wenn mich das Ökowerk Berlin interessiert, mitmachen, Mitglied werden? Wie genau funktioniert das denn? Wir haben einen tollen Ökogarten, der ehrenamtlich gepflegt wird. Wir brauchen immer Menschen, die uns bei den Ferienprogrammen unterstützen. Wir haben Leute, die hier imkern, da kann man mitmachen. Es gibt den Krötenschutzzaun im Frühjahr. Es ist eigentlich für jeden was dabei. Heidrun, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg, tolle Sache und schon mal ein bisschen Glückwünsche in die Zukunft. Euch gibt es ja dann 2025 40 Jahre. Danke für die Einblicke. Vielen Dank auch. Hallo Klaus! Was genau machst du hier? Ich bin hier Mitglied des Vorstands vom Ökowerk, also für das große Ganze ein bisschen mitverantwortlich. Bin aber auch dabei im Wochenendprogramm, dass wir, wenn wir Gäste hier haben, Kinder, Erwachsene am Langtag der Stadtnatur, wie auch immer, bestimmte Teile unseres Angebotes im Ökowerk hier eben auch betreue. Und was machen wir jetzt gleich beide? Ich sehe schon, da hinten liegen so ein paar Kescher und so ein paar Dinge. Was genau werden wir gleich tun? Ganz spannend. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, die mir nie langweilig wird, Tümpeln. Das heißt, wir haben hier extra einen Hochteich, damit kleine Kinder, wenn also auch Grundschulklassen kommen und so weiter, nicht hier reinfallen, trotzdem selber tümpeln können, können die hier stehen, kriegen einen Kescher in die Hand und können damit jetzt praktisch selber hier durch das Wasser ziehen, den Kescher, und haben dann quasi Tiere gefangen, die tun wir in eine Schale und gucken sie uns dann mit einer Stereolupe gleich an. Wir sind ja bei Einfach dein Kiez natürlich immer darauf aus, auch die Kieze und ihre Menschen zu beleuchten. Jetzt brauchen wir von dir mal die Tipps. Was sind deine Lieblingsorte? Also ganz besonderer Ort natürlich und einer der schönsten Orte, doofe Frage, ist hier, ungelogen. Es ist einfach ein traumhafter Platz hier, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Der See kommt dazu, dann kommt der Berg. Dann aber auch rund um Savignyplatz.
Haufen Lokale, Galerien, Einkaufsläden, nicht diese Mainstream-Angelegenheiten, sondern alles mögliche andere. Zwischen Ernst-Reuter-Platz und Kudamm. Danke, Klaus. Gerne. Sigrid, hallo. Du bist Hallo. ehrenamtliche Helferin hier im Kräutergarten bzw. Garten im Ökowerk. Wie kommt's und was macht ihr hier? Ja, ich bin jetzt seit fast 3 Jahren hier im Ökowerk als Ehrenamtliche. Es ist klasse, weil wir in einem Team von anderen 5 Frauen noch mitarbeiten und wir kümmern uns hier um die Pflanzen, wir kümmern uns um die Beete, kümmern uns um den Teich. Die Besucher hier, die kommen, sind wunderbar und neugierig und fragen. Wie bist du denn damals dazu gekommen vor 3 Jahren? An einem freien Tag, den ich hatte, hier habe ich meinen Tag hier verbracht und habe eine Kollegin hier gefragt, wie man hier sich anmelden kann. Es wird mir auch Spaß machen. Und jetzt immer, wenn ich Zeit habe und ein Zeitfenster finde, dann bin ich hier. Hast du 1 oder 2 Lieblingspflanzen, wo du sagst, die gehören in jeden anständigen Garten? Ja, ich mag ganz arg den Lavendel. Der blüht wunderbar, duftet wunderbar. Man kann ganz viel mit ihm machen in der Küche und natürlich die Bienen, die lieben ihn. Danke, Sigrid, für deine Zeit. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Einfach dein Kiez. Und ich weiß, ihr als aufmerksame Zuschauende wisst, dass wir normalerweise mehrere Geschichten pro Folge haben. Aber künftig werden wir Einfach dein Kiez noch knackiger gestalten. Und dennoch bekommt jede Geschichte ihren Raum und ihre Zeit. Das bedeutet also eine Geschichte pro Folge, dafür wieder monatlich. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen und dann sehen wir uns ganz bald mit der zweiten Geschichte aus dem schönen Charlottenburg. Wenn ihr aber trotzdem weitere Kieze mit uns entdecken wollt, findet ihr hier und hier weitere Episoden. Viel Spaß dabei!